Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser nächster Kandidat ist der Porsche 356 Coupé vom Hersteller Solido. Solido hat dieses Modellauto neu auf den Markt gebracht. Es ist quasi eine Neuentwicklung von denen. Man kann hier wie immer nur die Türen öffnen. Motorhaube und Kofferraumdeckel gehen leider nicht auf. Warum er eigentlich hier auf den Schrott gekommen ist, weiß ich inzwischen nicht mehr. Ich habe den mal vor einem Monat oder zwei aus privater Hand erworben. Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum der eigentlich kaputt war. Aber gut, so ist es halt. So, der Ersteindruck von dem Modell ist gar nicht so schlecht. Proportionsmäßig sieht er super aus. Ist halt ein bisschen kleiner als ein Burago. Der Burago sieht ja immer so groß und klotzig aus. Der ist schön klein und filigran, fast wie so ein VW Käfer. Finde ich persönlich sehr gut gelungen. Schön verarbeitet. Hat auch hier Türscheiben drin, was beim Burago ja nicht der Fall ist. Okay, man kann ja auch noch dazu sagen, Burago ist ja eigentlich ein 356B und das ist ein 356A, aber im Grunde wisst ihr schon, was ich meine. Die liegen halt sehr nah beieinander, die Autos, optisch. Ne, der eine oder andere wird jetzt sagen, niemals, weil der hat jetzt hier zum Beispiel einen kleinen Kofferraumdeckel Leiste, der vom Burago hat ein größeres. Der 356A hat hier nur einen Lufteinlass. Der B hat zwei Luftanlässe und der ist auch ein bisschen größer. Aber nur ein bisschen. Ist kein Riesenauto, ne? So. Deshalb fangen wir auch mal an zu zerlegen. Preislich liegt dieses Modellauto zwischen 25 und 45 Euro. Wo die meisten aber sicherlich so bei 33, 35 Euro liegen. Also bis jetzt geht er eigentlich ziemlich einfach mit dem Zerlegen. Solido hat dieses Modellauto in Bangladesch zusammenbauen lassen. Zerlegen tue ich hier, aber kommt ursprünglich aus Bangladesch. Hier sieht man auch wieder natürlich diese zwei Schräubchen, die typisch sind für Bangladesch und wahrscheinlich für die Millionen Schräubchen. So. Hier sind zwei, da sind zwei, hier sind zwei, hier sind zwei und wahrscheinlich hinten in den Radkästen sind auch nochmal zwei. Also die sparen nicht an Schrauben. Leidwesen für mich. So, ich habe da ein bisschen mehr zu tun. Ja, der erste Eindruck ist ein guter. Natürlich hätte man noch alles öffnen machen können. Aber dann wäre er wahrscheinlich nicht mehr in der Preisklasse unterwegs gewesen, sondern deutlich über 50 Euro. Na klar, Maestro zum Beispiel produziert auch Modellautos unter 50 Euro, da geht auch alles auf, ne? Ja. Wobei der Unterboden ist jetzt im Gegensatz zu anderen Solido-Modellen aus Bangladesch schon einen Ticken besser. Man sieht hier den Boxermotor angedeutet und der Auspuff. Ja, ist natürlich jetzt kein Premium, ne? Unterboden jetzt schon ab. Ne? Oh. Alter, was ist denn los, Mann? So, jetzt aber. Ja, die Felgen sind nichts Spektakuläres. Man hätte ja vielleicht noch hier Porsche noch draufschreiben können, aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das der Originale auch so hatte. Aber ich meine, ich kann mich entsinnen, dass da Porsche drauf stand, aber bin mir jetzt selber nicht mehr so ganz sicher. So, hier hinten sind bestimmt auch noch Schräubchen. Aber sonst hätte er sich nämlich bis jetzt schon mal lösen können. Stoßstange ab.
Ja. Oh, man kommt so schwer an die Schraube hinten dran. Ja. Doch nicht verschraubt, Gott sei Dank. Aber jetzt kriege ich die Felge nicht runter. Aha, jetzt. Drehen, drehen, drehen. Jetzt versuche ich gerade den Auspuff abzumontieren. Der ist aber sehr filigran. Oh Gott, ein bisschen Schock aufbekommen. Huiui. Nein Gott, ist ja gut jetzt. Wow. Innenausstattung sieht gut aus. Da sieht so aus, als hätte der Navi drin. Was das eigentlich ist, weiß ich gar nicht. Warum ist da ein Navi drin? Geil. Armaturenbrett sieht Bombe aus. Sitze sehen super aus. Gurte hat er, glaube ich, sowieso keine gehabt damals. Also ich muss sagen, das sieht echt gut aus. Ja, guck ich jetzt mal Armaturenbrett machen. Hier schön mit dem Porsche-Emblem, auch schon sauber in die Mitte geklebt. Also im Großen und Ganzen ganz gut geworden. Gut, die Notsitze hinten sind eine Todesfalle oder Thrombosefalle, besser gesagt. So. Eine Tür. Fehlt ein Spiegel, ne? Haha, ne. Hat er überhaupt einen Spiegel gehabt? Heckscheibe. Windschutzscheibe. Gleich noch die Rücklichter, Nummernschild, Scheinwerfer und Stoßstangen hinten und dann ist das Ding hier eigentlich gegessen. Wie lange habe ich bis jetzt? Oh, schon fast 10 Minuten. Oh nein, die Stoßstange hat einen Riss. Oh. Ah, krass, man sieht das nur von unten, oben nicht. Sehr kurz Schwein gehabt. Jo. Ja, da brauche ich größeres Werkzeug. So, ich komme gut vorwärts.
Gott sei Dank kommt man an den meisten Teilen irgendwie hinten rum dran. Pre-8, also vor 4A. Also quasi ein Concept Car ist das hier. Da steht nämlich hier gerade auf dem Nummernschild drauf. Und ich meine, ich hätte das auch auf der Verpackung eben gelesen. Also ist das hier quasi eine Studie. Oder Vorserienauto halt. Jetzt versuche ich noch die Blinker rauszunehmen. Und die habe ich nämlich eben gar nicht gedacht. Opa. Guck mal, ich habe den rausgeklopft und er ist weiß geworden. Boah, nee, ne? Fliegt mir das verdammte Rücklicht jetzt gerade weg. Hallo? Toll. Und das ist auch noch so ein blödes kleines Rücklicht. Halte ich mal besser in die andere Richtung jetzt. Haha, hat geklappt. Die hängen auch ein bisschen ab. Die sind nicht bündig mit der Karosse. Die kleinen Teile hier. Doch, das war's. Die Blinker lasse ich dran. Das bringt mir irgendwie gar nichts, wenn ich die jetzt da rauskloppe und die werden weiß. Dann werden die sowieso B-Ware oder in die Restekiste landen. Das war's. Der 356A oder Pre-8. Pre-A. Boah. Das ist ein schönes Modellauto. Man hätte zwar noch vielleicht noch die Motorhaube öffnen können, machen können, wie auch immer. Weil der Boxermotor bei diesem Modell ist natürlich richtig schön. Der war auch schon beim Burago Modell schon richtig schön. Und man hätte den hier auch noch einbauen müssen. Koste was es wolle, solido. Manchmal muss man den Motor mit einbauen. So, er ist richtig schön gelungen. Schöne Proportionen, schöne Lackierung, schöne Details. Eigentlich in so einem großen und ganzen ein gutes Modellauto für wenig Geld. So, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Jetzt kommen noch 2 schöne Videos und dann mal gucken.